bin die Kamel, ich bin Landwirtin und 38 Jahre alt und ich wohne momentan hier auf dieser Alm. Hier findet man wirklich zu sich selbst. Man ist einfach mit sich und der Natur und man bekommt ein ganz anderes Gefühl für alles. Und das Wasser her? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, hier gibt es überall Quellen und ich glaube sogar der Bauer hier von der Alm, der hat eine Quelle, mit der er Teile unten im Tal versorgt. Ja, und also das ist wirklich sehr reines Wasser hier. Das ist Top-Trinkqualität quasi. Ja. Auf dieser Alm jetzt hier auf der Hütte habe ich wirklich eigentlich nur fließendes Wasser. Und also ich habe keinen Strom, ich habe keine Heizung, also ich habe einen Ofen, ich habe Wasser aus dem Wasserhahn, aus einer Quelle. Ja, und ich habe ein Plumpsklo, ich habe eine Stalldusche, ja, und sonst, und kein Netz. Hier ist absolut tot. Also ich habe hier null Handyempfang. Ich muss immer da oben an meine Telefonierwurzel laufen oder mit dem Rad schnell hinradeln und da habe ich ein bisschen Empfang. Ja. Aber das tut wirklich gut. Also ich weiß, dass viele Leute mal froh sind, wenn sie ihr Handy weglegen können. Es suchen wirklich viele Leute, die einen Burnout oder sowas haben, suchen ihre Ruhe auf einer Alm. Das muss dann halt jetzt nicht so eine sein wie ich hier mit Bewirtung, aber ich habe auch kein Burnout. Ja, also hier findet man wirklich zu sich selbst. Also ich probiere um 6 Uhr aus dem Bett zu kommen. Meistens ist es 5:45. Dann renne ich schnell runter und schaue, ob meine 3 großen Kühe schon da sind. Wenn sie nicht da sind, dann stelle ich einfach schon das Stromaggregat an und gehe wieder rein und snack kurz ein bisschen irgendwas, Studentenfutter oder sowas und ziehe mich richtig an, weil vorher werfe ich mir nur schnell einen Mantel oder so über. Ja, da mache ich mich stallfertig, also so Stallklamotten an und dann geht's ab in den Stall. Und ja, also entweder die Kühe waren da, dann habe ich sie schon reingelassen und den Futter gegeben und wenn nicht, dann ja, mache ich in Ruhe meine Stallarbeit halt mit den Kälbern erstmal, Kälber waschen, Stall waschen und dann eigentlich trudeln bis dahin immer die anderen Kühe ein. So, und wenn sie nicht eintrudeln, dann muss ich sie halt suchen gehen. So, und wenn sie dann da sind, dann ziehe ich mich um, mache mich frisch und dann geht es meistens in die Küche, in den Service. Also beziehungsweise erstmal Küche, um 10 Uhr machen wir erst auf. Also wenn da noch was zu tun ist, dann helfe ich ja, keine Ahnung, so wie Kartoffelschälen und Küchensachen halt. Und dann geht's ab in den Service. Bella! War nicht dabei? Nein. Komisch. Danke. Machen wir jetzt die Kleine. Landwirtschaft ist eigentlich meine Leidenschaft. Also ich bin Landwirtin von Beruf. Ich arbeite sehr gerne mit Kühen
und arbeite gern körperlich, wie gesagt, und in der Natur vor allem. Also, und dann noch so ein Panorama dazu zu haben, also ich lieb's. Ich habe mir hier schon warmes Wasser mit Neutralseife zurechtgemacht, wegen Neutralseife halt wegen dem Fell und wegen der Haut, pH-Wert. Und da wasche ich erstmal alle Schwänze einmal mit. So, und weil die so dreckig sind und ich die nicht mit dem bisschen Wasser waschen kann, hole ich immer den Schlauch, weil das hat sonst keine Chance. Hier habe ich Bürsten drin, eine Wurzelbürste für die Beine und die hier ist die Wunderbürste, die lieben die über alles. Okay, Pünktchen. Ist auch eine ganz verschmuste hier. Baut man in Beziehungen auf mit den Tieren? Absolut, absolut. Also ich kann jede vom Charakter ist unterschiedlich und das Schönste ist halt, also die waren alle echt scheu am Anfang und die sind jetzt alle handzahm geworden und also die haben echt jeder einen einzelnen Charakter und ich habe die wirklich sehr lieb gewonnen. Es fällt mir echt jetzt schon schwer, dann zu gehen irgendwann. Sennerin ist quasi die Käse macht und wo die Kühe gemolken werden. Und Almerin sagt man, wenn sie jetzt quasi nur Kühe oder wie ich Jungvieh hütet und ja, pflegt, ja, auf einer Alm. Diese hier, die wird langsam, oh, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da sind die anderen Kühe noch nicht da. Und jetzt gehen die natürlich an dieses Futter. Da, weg hier, das ist nichts für euch. Weg, Pippa, raus. Hier ist Zaun, raus. Raus. Die lehnen sich immer komplett an ein. Eine Hand ist zu wenig, also beziehungsweise zwei meistens. Aber jetzt fehlen ja hier noch ein paar, ne? Genau, meine 3 Großen und deswegen sind die jetzt auch da rein, weil eigentlich sind die morgen schon um 5:45 stehen die ja eigentlich vor der Tür. Ich weiß nicht, was ihnen heute einfällt, warum sie nicht da sind. Die ziehen auch mittlerweile, muss man dazu sagen, also am Anfang war hier natürlich mehr Futter und jetzt ist ja schon eine Zeit vergangen und jetzt müssen die weitergehen und suchen, wo das Futter ist. Deswegen brauchen die auch morgens mittlerweile länger, bis die hier sind. Aber ich gehe gleich auf die Suche. Also ich wasche hier immer erst und vielleicht sind sie bis dahin, dann pudeln sie ein oder dann muss ich sie halt suchen gehen. Ich glaube, da gibt es keine großen Voraussetzungen. Also jetzt zum Beispiel als Sennerin natürlich, da musst du ja Käse machen. Also da sollte man schon einen Käsekurs und sowas gemacht haben. Oder man hat noch eine Sennerin und man ist Zusen, also dass man da nur hilft. Und dann lernt man es eigentlich auch mit dabei. So als Sennerin sollte man sein Handwerk definitiv beherrschen, weil das ja auch sehr mit Hygiene und alles, also und auch beim Melken, also wenn du Kühe melkst, dann sollte man das auch irgendwie wenigstens ein bisschen gelernt haben. Man muss jetzt keine Ausbildung dafür haben, aber man sollte es können. Und generell finde ich es wichtig, dass du mit Tieren umgehen kannst, dass du die lesen kannst, dass du keine Angst vor denen hast. Ja, dass man ein Gespür für Tiere haben, also muss am besten, du musst sehen, ob sie krank sind, ob irgendwas nicht, weil du bist, also die Bauern geben dir echt die Tiere, ihre Tiere geben sie dir in die Hand, dass du hast die Verantwortung dann und ja, also das würde ich nicht auf mich nehmen, wenn ich keine Ahnung hätte. Ja. Kurze Frage, wann hast du eigentlich das letzte Mal wirklich gut geschlafen? Seit ich vor ungefähr 3 Jahren auf meine Emma-Matratze gewechselt bin, schlafe ich einfach echt gut und das merke ich bis heute. Und
Gerade läuft übrigens der Emma Oster-Sale. Noch bis zum 6.4. sind viele Produkte bis zu 50% reduziert und mit meinem Code PEACE5 spart ihr nochmal extra 5%. Neu dazugekommen bei mir ist noch ein Flauschkissen. Und bei Kissen bin ich wirklich schwierig, weil ich diese Hotelkissen so liebe. Und das kommt wirklich nah ran. Egal wie ich schlafe, ob auf der Seite, auf dem Rücken oder wenn ich mich nachts drehe. Es ist einfach bequem und fühlt sich richtig gut an. Und es bleibt vor allem angenehm kühl. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Kissen, die man nachts ständig umdrehen muss. Und das ist hier einfach nicht. Und weil ich selber so gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich meiner Tochter auch ein kleines Upgrade fürs Bett gegönnt mit einem Emma Topper. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, die Matratzen könnt ihr 100 Nächte zu Hause testen und auf den Matratzenkern gibt es sogar 10 Jahre Garantie. Wenn ihr also wieder richtig gut schlafen wollt, dann schaut euch den Emma Oster-Sale an. Viele Produkte sind, wie gesagt, auf 50% reduziert und mit meinem Code PEACE5 bekommt ihr nochmal 5% extra Rabatt. Den Link und meinen Rabattcode packe ich euch in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar. Ich finde sie nicht. Sie sind, keine Ahnung, auf Abwägen. Ich warte jetzt, also ich kümmere mich jetzt um die Pferde und die Hühner und vielleicht trudeln sie irgendwann ein. Und wenn nicht, wenn sie nicht eintrudeln sollten, dann gehe ich mit den Pferden gleich los und suche die mit den Pferden. Ja. Cowboy-Manier. Cowboy-Manier, genau. Aber also das ist eigentlich nicht das Vorführeffekt wahrscheinlich jetzt. Eigentlich sind die immer ziemlich recht pünktlich da. Spätestens um 8 eigentlich, aber ich glaube, ja, sind schon über der Zeit. Ja, aber sie werden schon noch auftauchen. Bin da ganz entspannt. Das ist hier genau mein Quartier gerade und das ist echt, manchmal fühle ich mich wie Pippi Langstrumpf, weil die Pferde gucken natürlich zum Fenster oft rein. Vielleicht kommen sie ja auch gleich mal. Dann warten die hier, dass es Möhren gibt, dann mache ich hier auf und die kommen bestimmt gleich mal, dann zeige ich das. Genau, hier ist meine Feuerstelle. Essen brauche ich mir tatsächlich nicht selber kochen, weil ich unten in der Gastro mehr wie genug Essen habe. Aber es ist trotzdem gut, hier seinen eigenen Bereich zu haben. Und ja, oder so wie heute, da gibt es kein Essen, weil die Gastro geschlossen ist. Und hier ist mein Schlafzimmer, meine Kammer. Ist auch ganz schnuckelig. Und das ist ganz lustig, wenn man morgens aufwacht und ich habe meistens die Tür offen und dann stehen die Pferde am Fenster. Das ist schon, also für alle Pferdemädchen will ich mal sagen, ist das Paradies. Ja, und dann geht es hier direkt raus in den Stall. Genau, da können die Pferde rein und raus, wie sie wollen. Und ja, da kann ich schon mal Wasser aufdrehen, weil im Wasser wird nicht mehr viel da sein. Und dann gebe ich denen gleich Heu. Super Luxus-Toilette, Plumpsklo. Ich habe aber drüben noch ein richtiges Bad. Ich muss eine Dusche. Ich habe auch eine Dusche eigentlich hier. Die habe ich aber noch nie verwendet. Weil ich habe drüben halt ein richtiges Bad. Dann braucht man hier nicht duschen. Aber hier könnte ich theoretisch auch duschen. Hier oben geht's. Also hier können eigentlich einige Menschen, wenn man das hier ein bisschen mal die Hütte in Schuss bringen wird, könnten hier einige Leute hausen. Guten Morgen. Also genau hier in dieser Hütte ist tatsächlich, weil der
Bauer so nett war und mir die Hütte zur Verfügung gestellt hat, weil ich meine Tiere hier mit hernehmen konnte. Weil ohne meine Tiere hätte ich jetzt auch nicht so lange Zeit von daheim weggekonnt. Ich konnte also meine Hunde mitnehmen, meine Pferde und das war für mich wie ein Sechser im Lotto, wirklich. Also schöner hätte ich es mir nicht erträumen können. Denen geht es hier prima, vor allem es gibt Karotten aus dem Fenster. Ich schlafe theoretisch direkt neben ihnen, also die merken das schon. Und die haben hier natürlich größte Freiheit. Die Kleine vor allem, die ist noch nicht eingeritten, wenn ich mit der Großen reite und dann läuft die frei rum. Also das ist Paradies für die. Das kann die daheim nicht in der Zivilisation. Also. Sie lieben Disteln, das sind für die Pralinen. Das sind sie jetzt wirklich. Ich höre die im Wald, die anderen Kühe. Eigentlich müssten wir gerade mit den Pferden da reinreiten. Ich habe jetzt die Reitbuchs an und gehe jetzt Kühe suchen. Mit Pferd. Weil das da hinten so sumpfig, da komme ich mit dem Fahrrad nicht ran. Deswegen probiere ich das jetzt mit dem Pferd. Und wie gesagt, hatte ich noch nie, dass sie so lange weg waren jetzt. Ich glaube, ich höre ungefähr die Richtung, wo sie sind und da reite ich jetzt hin und dann mal sehen, ob ich erfolgreich bin. Da oben sind sie. Bella, ihr treulosen Tomaten. Schön, dass ihr auch mal da seid. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Großen Abwegen. Auf großen Abwegen wart ihr. Und Kathi, kommt rein, auf. Bella, komm. Ha? Bist du glücklich? Boah, ich wäre gern länger geritten, aber sie kamen ja gleich. Also von daher, wir können auch wann anders reiten. Die Molda, die Kleine, konnte mal kurz hier richtig Dampf ablassen und ja. Hauptsache die Kühe sind da, das ist das Wichtigste. Und wie lange bleiben die jetzt im Stall? Bis um 3:30 ungefähr und dann wasche ich die wieder, weil dann haben die sich halt auch ein bisschen eingesaut und dann kommen die Kleinen rein. Und die kommen heute hoffentlich besser rein wie die. Die schwirren ja immer hier in der Gegend rum und die rufe ich und dann laufen die los. Also tatsächlich war ich innerlich sehr entspannt noch, weil ich weiß, eigentlich die kommen immer. Und ich weiß, dass die eine immer mal, wenn eine brünstig ist, dann laufen die halt bei den anderen Kühen von den anderen Almen mit. Und die eine Gruppe von dem einen Almerer, die sind immer spät dran. Also das ist alltäglich und die waren jetzt auch tatsächlich mit denen unterwegs. Und also da habe ich mir wirklich noch keinen Stress gemacht, aber wie gesagt, das ist nicht normal, das war halt irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also sonst stehen die spätestens um 8 sind die eigentlich immer vorm Stall und warten. Oder also in der Nähe wenigstens. Dann fahre ich mit dem Fahrrad ein Stück rauf und runter und dann sehe ich die schon, dann rufe ich die und dann kommen die. Aber ja, heute waren sie ein bisschen auf Wanderschaft. Ja, heute Freizeit. Bis um 3:30. Dann gehe ich hier wieder in den Stall.
Die Kälber, das sind meine quasi und die laufen jetzt der Frau hinterher. Und vom Sepp, die laufen dann den Kälbern hinterher. Und die Frau hat aber damit überhaupt nichts Nee, zu tun. das war eine Spaziergängerin, die haben wir eben gerade gesehen. Aber das halt, weil meine so anhänglich sind, deswegen laufen die der jetzt hinterher. Die muss fliehen. Wir gehen jetzt zur Renate, zur anderen Almerin, und beziehungsweise ich schaue jetzt mal, wo die Kühe eben lang, also die müssen hier irgendeinen Gang haben in den Wald rein. Ich schätze mal, dass der durch den Bach geht oder sowas. Und ich will mal schauen, wo die da sich rumgetrieben haben heute. Hallo Renate. Hier, das hatte ich wirklich noch nie. Ich hab's mal gedacht, gerade heute Genau, gerade heute, wo die Kamera dabei ist. die was geht. Die wollten Action. Die wollten, dass ich mit den Pferden die suchen gehe oder sowas. Dass wir Filmmaterial haben. Ja. Renate, da hinten kommen die immer raus, oder? Ja. Paar immer mal Kühe. Ja. Wir wollten da mal schauen. Da war ich tatsächlich noch nie. Die gehen da runter und dann unten den Weg rein. Ja, den reite ich immer lang da unten. Und dann gehen sie hinten drüber und kommen. Aber dann durch den Bach durch. Ja. Weil der ja eigentlich erst Wasser jetzt kommt. Jetzt, genau. Jetzt, weil es so viel geregnet hat. So ist die nicht, aber für Mama Für Mama. für Jeffy. Oh, jetzt kommen ein paar Tröpfchen wieder. Was hast du denn da? Das Fleisch. Nein, ich bin auf der Alm. Das sind Kartoffeltopfennudeln. Danke. Bitte. Und sogar noch was. Hast du die hier selber gemacht? Ja, freilich. Wenn Cool. mir langweilig ist, dann mache ich so schmal. Ja, die Hühner gehen auch da hinten rein. Ja? Die Hühner? So. Das ist bayerisch. Die gehen da hinten. Beim Aber, Fuchsing. ach so. Vom Septi. Ja. Ich muss mir das mal anschauen. Ich kenne einige, die können nicht anders. Also die müssen einfach im Sommer auf die Alm, und dann irgendwann ist man froh, mal wieder runter an die Zivilisation zu kommen, und im Frühjahr möchte man unbedingt wieder rauf. Also und ja, so generell jetzt als Landwirtin finde ich, also das ist mehr so eine Lebensaufgabe geworden wie ein Beruf oder eine Pflicht. Also mir fällt es zum Beispiel auch schwer, wenn ich einen Tag in der Woche habe ich eigentlich frei, aber mir fällt es verdammt schwer, da nicht in den Stall zu gehen, weil es halt irgendwie, also für mich ist das keine richtige Arbeit. Es ist irgendwie, ja, es ist wie eine Berufung manchmal, denke ich, ja. Also einmal bin ich nur zufällig abends quasi Richtung Tal gefahren, aber über Umweg, und dann, es war schon dämmerig, und dann habe ich nur Getrampel gehört und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich eine riesengroße Herde mit richtigen Rotwild gesehen. Also sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Ich glaube, das waren über 80 Stück oder sowas, und ich war so fasziniert. Und seitdem gehe ich eigentlich sehr oft abends, wenn ich also meine Runde Fahrrad fahre oder einfach abschalten möchte, dann fahre ich ungefähr zu der Stelle, und die kommen so abends immer da raus, und das sind ein Haufen mit Geweihen, und also das ist Wahnsinn. Und also das hat mich jetzt zum Beispiel dieses Bild inspiriert, also mit den Rehen. Ja, das sind einfach Momente in der Natur, die mich faszinieren. Ja. Also sagen wir so, jetzt wenn ich nur Almerin wäre, dann das wäre absolut nicht ausreichend zum Leben, noch nicht mal. Aber dadurch, dass ich noch in dem Service arbeite, ist das, kann ich damit, das ist echt für mich gutes Geld.
andere verdienen wahrscheinlich viel, viel mehr, aber für mich reicht es trotzdem. Und es ist tatsächlich ein bisschen mehr, wie ich auf meiner normalen Arbeit verdiene. Von daher ist es für mich lukrativ. Ja, aber jetzt da zum Beispiel auf den anderen Almhütten, wo jetzt nur Kühe sind, also ich glaube nicht, also das reicht nicht zum Leben, was man da verdient. Und die machen das auch also viele machen das so Studenten oder ja, wie drüben die Almerin ist, ich weiß nicht, ob die hat auch Urlaub, aber manche machen es, wenn sie in Rente sind oder ja, halt nach ihrer normalen Arbeit dann, ja. Das sind die Seidenhühner, unten haben wir Hühner und da kam einmal der Fuchs und dann mussten wir neue holen und die haben sich aber dann, die Chefin wollte unbedingt Seidenhühner und die werden aber jetzt von den anderen Hühnern im Stall gemobbt, deswegen kriegen die immer einen Extra-Service hier hoch. Also die anderen lasse ich jetzt raus und draußen geht das alles, aber nachts kommen die Seidenhühner immer hier oben rein. So, ihr zwei. Oh. Ja. Barbara ist immer ganz fasziniert von denen. Das Hühnermobil. Und dann nehme ich die jetzt mit runter. So, raus in die Freiheit, ihr zwei. Ja, also mein Knie, das so ein bisschen Schicksal. Es gehört irgendwie, es hat mir eigentlich mein ganzes Leben bestimmt jetzt. Also manchmal, ich kann das nicht sagen, also ich liebe halt Sport machen. Also für mich war eigentlich Sport immer alles und ich habe echt sehr viel Fußball gespielt und erst körperlich gearbeitet in der Landwirtschaft, dann abends ins Training und dann noch viel Fahrrad gefahren und alles. Wahrscheinlich war das einfach alles zu viel. Also ich wusste nicht, wo die Bremse ist, sagen wir es so. Also, und dann ist halt durch einen Fußballunfall, hat mich eine von hinten umgegrätscht, da hing die Kniescheibe draußen und da war halt einmal alles durch. Tibia, Kopffraktur, Kreuzband, Außenband, Innenband, Meniskus. So, und ab da an war der Wurm drin, dann wurde das operiert, dann lief ich wieder super. Ich bin auch gleich, das war, glaube ich, auch dann ein bisschen früh. Ich glaube, es waren ein paar Monate nach der OP bin ich wieder so einen Wettkampflauf gelaufen und so. Und es war, ja. Naja, und dann ist es dasselbe Kreuzband wieder beim Fußball gerissen, ohne Fremdeinwirkung, durch Sprint-Stopp-Bewegung. Wieder OP und dann ist es das frisch operierte wieder gerissen. Das war dann aber beim Arbeiten und da hat mich danach noch eine Kuh umgerannt und eines draufgetreten und da war alles, also danach war alles hin. Und dann irgendwann, man muss halt jedes Mal, bevor man ein Kreuzband eingepflanzt bekommt, muss man wieder erstmal die alten Bohrlöcher zubekommen und das waren halt jedes Mal erst nochmal eine OP, damit die eigentliche OP stattfinden konnte und irgendwann hast du so die Schnauze voll und dann habe ich gesagt, jetzt kein Kreuzband mehr und ja, dann ist aber, weil ich dann ständig weiter Sport gemacht habe, ist mein Bein ein O-Bein geworden, weil keine Bänder drin waren und dann ist irgendwann innen Knochen auf Knochen gelaufen und dann konnte ich nicht mehr laufen. Und dann war ich echt bei sehr vielen Spezialisten und die haben alle gesagt, das Kind ist im Brunnen gefallen, da muss ein neues Kniegelenk rein. Und dann habe ich durch Zufall, durch einen Podcast, das ist ein Skifahrer und der erzählt immer von seinen Geschichten.
Also ich erst mal sagen, also ich wollte kein neues Kniegelenk, das war für mich keine Option, weil das alle Ärzte gesagt haben. Und dieser Skifahrer auf jeden Fall, der erzählt immer in dem Podcast, was ihm schon alles passiert ist. Und ich habe gedacht, wie kann das sein, dass der immer noch Skifahren kann? Und dann habe ich dem auf Instagram geschrieben, dass einer mit einem blauen Haken, ob er mir, also was er für einen Arzt hat, ob er mir irgendwie einen Kontakt geben kann, weil mich das begeistert hat, dass der immer noch am Skifahren ist. Und dann hat der tatsächlich geantwortet und mir den Kontakt von seinem Arzt gegeben in München. Und dann habe ich den kontaktiert und er hat gesagt, ich soll kommen, wir probieren das. Und dann hat er das probiert mit 3 OPs einigermaßen zu retten. Er hat dann die Achse umgestellt und also die Beinachse und dann wurden ein paar Bänder von Leichen verpflanzt, weil ich keine Ersatzteile mehr habe und jetzt laufe ich wieder. Und es ist, also ich laufe wirklich nach Feierabend noch hier den Leonhardstein und so rauf. Also es ist vielleicht jetzt nicht das beste Gangbild, also man sieht definitiv, dass ich was am Knie habe und es ist ja auch immer sehr dick und ich habe auch immer echt zu kämpfen im Service, jetzt die Pfannkuchensuppe zu transportieren. Da hoffe ich nur immer, dass sie am Kunden ankommt. Weil das Gangbild ist nicht mehr das Beste, aber ich laufe. Und ich muss halt auch jeden Tag Fahrrad fahren, um das Gelenk zu schmieren. Also das ist für mich Medizin tatsächlich. Ja. Also ich weiß mittlerweile, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Und ich probiere damit zu leben. Und dann muss ich sagen, wäre das nicht mit dem Knie passiert, dann wäre ich niemals hier am Tegernsee in Rea gelandet und dann wäre ich auch niemals hier gelandet. Also hat alles sein Positives.